Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2024 mit dabei. Bei mir heute zu Gast jemand, der schon in der ersten Stunde des Podcasts mit dabei war, nämlich Sophie Küster. Ich schätze Sophie sehr, weil sie in das Thema Qualität und Testing ganz neue Aspekte mit reinbringt und immer mal auch auf die menschliche Seite schaut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich ihre Themen höre, denke ich mir bei vielen Dingen, ja, so ist das bei mir auch. So auch diesmal, es geht um das Imposter-Syndrom bzw. das Hochstapler-Syndrom. Aber hört selbst hinein. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, ein Jahr später, ne? Genau. So one year later. Das ist ja richtig nett. Ja. Ja, freue ich mich total. Wir hatten ja eine ziemlich coole Folge auch, die auch sehr gut ankam. Ich musste dir noch eine kleine Geschichte erzählen, vorneweg, bevor wir anfangen. Ein paar Wochen nach der Folge hat mich nämlich eine junge Dame angeschrieben. Die war so begeistert von der Folge und hat gesagt, sie möchte jetzt auch was mit Softwarequalität machen und testen und wie sie denn das machen könnte. Wahnsinn. Quereinsteigerin. Und ich so gesagt, ja, dann machst du halt mal die Zertifizierung und dann wirst du schon sehen, wie es dann weiter. Dann haben wir gedacht, ja gut, dann passt das so. Ne? Kam ein paar Wochen später, so, ich habe jetzt die Prüfung gemacht und jetzt so, geschafft. Ne? Und ich habe gesagt, ja, bewirbst dich hier, gibt ja genug gerade, ne? Suchen alle irgendwo Tester und so. Und dann im Spätherbst letztes Jahr kam dann die Nachricht, ja, ich habe jetzt einen Job, ich bin jetzt Testerin. Sehr cool. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wie geil ist das denn? Ne? Ja, das sind Geschichten. Also dein Podcast hat das ausgelöst. Witzig eigentlich, dass ausgerechnet der das gemacht hat, weil ja, quasi inhaltlich, nicht über Testen geredet ja, habe. genau, wo es nicht um Testen geht, aber vielleicht auch dein Hintergrund als Testerin und ja. auch diese Nahbarkeit, das glaube ich, das schon. Das gut, aber darum soll es heute nicht gehen. Genau. Wir wollen heute über das Imposter-Syndrom sprechen. Was Genau. ist denn das? Also, Imposter-Syndrom, auf Deutsch sagt man auch Hochstapler-Syndrom dazu, ist ein psychologisches Phänomen. Und ich lege Wert darauf, dass es ein Phänomen ist und nicht irgendwie eine Krankheit oder sowas, bei dem sich die Betroffenen so fühlen, als hätten sie sich alle ihre Erfolge und all ihre Talente und Diplome und Abzeichen und alles hätten sie sich irgendwie erlogen oder erschlichen. Und wenn jemand irgendwie rausfindet, wie schlecht die eigentlich in all den Dingen sind, die sie augenscheinlich gut machen, dann werden sie enttarnt und alles wird ihnen weggenommen. Das ist aber nur in deren Kopf. Also Ja, das gibt keinen Beweis dafür. Ja. Das ist es. Ganz im Gegenteil gibt es sehr viele Beweise für genau das Gegenteil. Also zum Beispiel fühle ich mich immer noch wie ein Hochstapler über mein Mathe-Diplom. Weil ich denke, ich bin so schlecht in Mathe, wie habe ich das denn angestellt, dass die Leute für lang genug geglaubt haben, dass ich genug Mathe kann, um ein Diplom dafür zu bekommen. Und da gibt es ja einfach diesen Zettel, auf dem steht, dieses Mädchen ist schlau, sie kann Mathe. Und trotzdem kann ich es irgendwie nicht glauben. Und so geht mir das mit sehr vielen Dingen. Ja, also ich kann da auch einige Dinge aufzählen, wo ich mir denke, hoffentlich merkt keiner, dass ich es gar nicht kann. So, obwohl ich es ja kann. Genau. Irgendwo. Also manchmal, ich glaube, das ist ja auch, also rational oder kognitiv kann ich mir ja schon sagen, ja, ich kann das schon, ne? Aber es ist ja eher vielleicht auch ein Gefühl, oder? Also genau, dieses, ich mache den anderen was vor, ne? Ja, das ist auch doppelt hinterhältig, für mich zumindest. Also ich kann quasi mir selbst dabei zugucken, wie ich all diese Kriterien erfülle, die so einen klassischen Imposter-Syndrom machen. Und trotzdem ertappe ich mich dann wieder bei dem Gedanken so, ja, aber bei mir ist es halt wirklich so, dass ich mir mein Diplom erschlichen habe. Oder ich bin gar nicht schlau genug dafür, dass das wirklich Imposter-Syndrom sein könnte, weil ich halt das Ganze wirklich nicht kann. Und nur die schlauen Leute, die denken, dass sie nicht schlau sind, die können Imposter-Syndrom haben, aber ich doch nicht. Und so ist es halt so ein Teufelskreis mit diesen blöden Gedanken, aus dem man ganz schlecht rauskommt. Ja. Ja, aber jetzt wollen wir da ja irgendwie raus, ne? Also ich glaube, da kann man sich schon gut identifizieren damit. Also ich glaube, da findet jeder bei sich so auch so Momente im Leben, beim einen mehr oder weniger auch ausgeprägt. Aber was kann man denn tun?
Man kann einiges tun. Also vorhin habe ich eine halbe Stunde darüber geredet, was man tun kann. Jetzt muss ich mich ein bisschen kürzer fassen. Also wenn man ganz spontan schnell eine Lösung braucht für, ich muss gleich in 5 Minuten auf der Bühne stehen und ich fühle mich aber überhaupt nicht selbstbewusst genug dafür, was mache ich jetzt in den nächsten 5 Minuten, dann ist mein erster Tipp immer, tu einfach so. Mhm. Und das klingt immer so ein bisschen konterintuitiv, weil man ja die ganze Zeit Angst hat, so als Hochstapler entlarvt zu werden und jetzt soll man auch noch sein Selbstvertrauen hochstapeln. Wie soll das denn funktionieren? Aber man lernt halt so im Laufe des Lebens, dass alle so das so machen und alle immer so ein bisschen auf dicke Hose machen. Mhm. Und nur weil man halt selber dieses blöde Imposter-Syndrom im Kopf hat, traut man sich nicht. Und dann ist man auf so einem extra, hat man so ein, was ist das Gegenteil von Vorsprung? Nachsprung. Man fällt zurück, weil alle hochstapeln und man selber traut sich nicht. Und vielleicht ist man aber genauso schlau wie der Mensch, der gerade sagt, oh, ich bin hier der Coolste. Und man bremst sich selber aus. Mhm. Und weil alle das machen, sollte das auch in den Spiegeln erlaubt sein, dass wir das auch machen. Mhm. Okay, dann machen wir das auch. Also wir fake it till you make it. Mhm. Ich glaube auch bei Imposter ist ja auch im Hintergrund ja auch irgendwo die Angst, wenn man so entlarvt wird, dann auch ausgestoßen zu sein. Ne? Mhm. Also ich glaube, die Grundangst des Menschen ist ja nicht zur Gruppe dazuzugehören und irgendwie ausgestoßen sein, weil das waren die früher verhungert sind, ne? Und dann irgendwo weg waren. Ne? Das ist ja wahrscheinlich die Urangst, die dann irgendwo auch da drin ist, wenn ich jetzt auffliege. Ne? Ja. Ironischerweise ist übrigens dieses nicht so richtig dazugehören einer der großen Faktoren oder kann ein großer Faktor sein für Hochstapler-Syndrom. Zum Beispiel haben ja sehr viele Frauen in der IT-Welt auch dieses Hochstapler-Syndrom, einfach weil sie nicht augenscheinlich zu der Gruppe dazugehören, weil alle sind Kerle und dann ist man da als Mädchen mit Lippenstift dazwischen und fühlt sich irgendwie verloren. Und außerdem ist man direkt Repräsentant für seine Gruppe und muss sich irgendwie doppelt Mühe geben, nicht direkt die ganze Gruppe bloßzustellen mit seiner eigenen Unfähigkeit. Und diese Angst vor dem bloßgestellt werden und von der Gruppe ausgestoßen werden, das ist, glaube ich, das, was das Imposter-Syndrom so quälend macht. Weil da ist so viel Scham dahinter, weil man eben auch mit Imposter-Syndrom oft nicht realisiert, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man gar nicht alles perfekt macht. Also dass auch ein Zweierdiplom ein Diplom ist. Oder wenn man den Führerschein erst beim 2. Versuch besteht, dann darf man trotzdem hinterher Auto fahren. Aber ganz viele Leute mit Imposter-Syndrom sind eben wahnsinnige Perfektionisten, die denken, sobald diese perfekte Fassade den kleinsten Kratzer kriegt, wird die Gruppe sie ausstoßen und auslachen. Also das finde ich ist ein total spannendes Thema, weil ich kenne das als ich den Podcast hier gestartet habe, da habe ich auch gedacht, wir müssen ja hier alles skripten vorneweg und das muss alles perfekt sein, weil wenn das jetzt dann nicht passt, dann, oh mein Gott, und so, das muss auch alles gelegt werden. Also mittlerweile, das war auch echt ein Heilungsprozess für mich, jetzt 70 Folgen oder 80 Folgen Podcast machen, da einfach auch loszulassen und irgendwann zu sagen, okay, es muss jetzt nicht perfekt sein, aber der Anspruch war am Anfang da und der hat mich auch total gestresst und fertig gemacht, weil von wegen, wer weiß, vielleicht kommen die dann drauf, dass ich gar keine Fragen stellen kann oder ich Gäste habe, die gar nichts zu sagen haben und wen lädt er dann da ein und was denken dann die ganzen, ne? Also da geht dann auch so ein Mindfuck los. Ne? Ja, was man dabei so gerne ausblendet, ist, dass ja jede kleine Imperfektion einfach Charakter verleiht und menschlich macht. Das ist ja genauso wie mit so perfekten Gesichtern, die in so AI-Bildern sind, mit perfekter Symmetrie und genau der richtigen Größe Augen und die Lippen sind perfekt und so. Das ist ein bisschen gruselig. Und wenn dann jemand ankommt, vielleicht mit so einer kleinen Zahnlücke und so einem kleinen schiefen Grinsen, dann ist es doch direkt viel sympathischer. Und genauso ist das, wenn man sein offenes, authentisches Leben führt, auch wenn man dann manchmal auf die Nase fällt und auch wenn man manchmal einen Fehler macht. Das ist kein Weltuntergang, irgendwelche Dinge nicht perfekt zu machen. Ja. Und vielleicht sogar die Ressource für die Zukunft, um dieses KI-Thema nochmal zu bringen, weil es muss in jedem Podcast mindestens einmal KI genannt werden. Und
die ist perfekt, ne? Die kann die Sachen super machen. Aber diese Bis auf Finger. Ja, genau, bis auf Finger. Wobei, es geht ja, glaube ich, auch mittlerweile. Aber ist egal. Aber das Unperfekt, das können ja wir Menschen ja viel besser. Ja. Ne? Ja. Was kann man denn noch machen? Das Ganze als Teamsport sehen. Sich mit anderen Hochstaplern zusammenschließen. Allein schon für eine gute Ausheul-Session und sagen, oh mein Gott, ich bremse mich schon wieder selbst aus. Aber man kann sich ja auch Tipps und Tricks von anderen Leuten holen. Oder für mich ist das zum Beispiel auch ganz, ganz schwer, mich selbst zu loben oder selbst Werbung für mich zu machen. Und das geht ganz, ganz vielen Leuten ja so. Aber so, wenn man auf Konferenzen sprechen möchte, dann muss man ja sagen, hallo, ich kann auf Konferenzen sprechen. Und ich habe aber andere Leute, denen es genauso geht. Und die Leute, die sagen das dann für mich und ich sage das für sie, weil das unendlich viel einfacher ist, zu sagen, ich kenne da diese brillante Sprecherin. Und wenn man einfach offen und ehrlich ist und zugibt, ich habe da ein Problem mit und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und jemand sagt, ey, ich weiß eine Lösung, ich mache das für dich, macht das Leben leichter. Wie findet man denn so eine Gruppe? Also sind das dann Freunde oder Arbeitskollegen oder? Also bei der Arbeit sind es jetzt Kollegen, die mittlerweile Freunde sind und Kolleginnen natürlich. Aber ich weiß gar nicht, was zuerst kam, die Freundschaft oder dieses offen über manchmal solche Themen zu reden. Weil sowas natürlich auch direkt Nähe schafft zwischen Menschen, wenn man sagt, oh, ich habe hier dieses Ding, das bremst mich und ich habe dieses Problem. Und wenn dir jemand hilft, dann hat man direkt was gemeinsam. Ja. Du hast jetzt gesagt, in deinem Vortrag hast du ja eine halbe Stunde Tipps und Tricks gehabt. Wir wollen jetzt alles raus. Wir wollen alles hören. Okay, die ersten beiden habe ich, also Teamsport und Fake it till you make it. Was nenne ich immer als nächstes? So, das sind so die Quick Fixes. Ja. Ne? Und dann wird es ein bisschen komplizierter, wenn wir jetzt wirklich das Problem angehen wollen. Ja. Da können wir nicht einfach nur überspielen. Dann wäre der nächste Tipp, sich schlau zu machen über Hochstapler-Syndrom, was das eigentlich alles beinhaltet. Bücher lesen, mit anderen Leuten darüber reden. Was mir auch total geholfen hat, war, als ich überhaupt das erste Mal das Wort gelernt habe, Hochstapler-Syndrom. Weil ich dachte, ich bin komplett verrückt. Wieso? Ich bin doch eigentlich gar nicht so dumm. Wieso schafft mein Hirn es trotzdem, mich davon zu überzeugen, dass Leute kommen und mir mein Abitur wegnehmen wollen? Wie kann das denn sein? Und dann habe ich das Wort gehört und habe rausgefunden, okay, es ist scheinbar so häufig, dass es einen Namen hat. Also muss es ja mehr Leute geben, die so sind wie ich. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen und es fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen, was alles ein Ausdruck von diesem Hochstapler-Syndrom ist. Also das ist immer mein nächster Tipp, sich schlau machen über das Thema und vernetzen mit anderen Leuten und Bücher lesen und Podcasts hören. Ja, genau, wie diesen hier. Ne? Wie diesen hier. Ja, genau. Also da ist es auch... Absolute Hörempfehlung. Ja, genau. Danke. Ja, also das ist... ich glaube, dieses Bewusstmachen, ne, dass anderen auch so geht, dass es da viele gibt und wahrscheinlich jeden in irgendeiner Form. Ne? Beim einen mehr, beim anderen weniger, außer vielleicht man ist irgendwie ein Narzisst oder sowas, dann die werden das vielleicht ausblenden und dann bin der Beste. Aber das glaube ich, das beruhigt ja schon total, weil man weiß, man ist nicht alleine. Ne? Und ich glaube, das ist ja, da haben wir ja alle, wir haben ja unsere Maske, die wir so tragen im Alltag, na, die doch ja immer auch glänzt und shiny ist und wie wir Social Media dann irgendwie uns dann auch schön hinstellen und sowas. Na, aber dieses menschlich zeigen und auch zu wissen, dass es den anderen einfach auch genauso geht, dass es eben nicht nur diese Social Media Welt ist, wo alles hier fein ist, na, sondern dass auch jeder so seine Päckchen da zu tragen hat. Na. Ich glaube, dass sich das bewusst zu machen, das ist, glaube ich, generell auch ein sehr, sehr heilsamer Prozess. Na. Ja, total. Ja. Das ist ja manchmal das Thema mit so Labels. Ja. Meistens sieht man ein Label oder eine Schublade ja als was Schlechtes an, aber die können ja auch total heilsam sein. Ich habe so einen schönen Vergleich gelesen, wenn man sein ganzes Leben lang denkt, man ist ein Pferd und ist schlecht darin, ein Pferd zu sein, dann ist es total schön herauszufinden, dass man von Anfang an gar kein Pferd war, sondern einfach ein Zebra. Und man ist ein total normales Zebra. Und man kann nicht glücklich werden, wenn man weiter versucht, ein Pferd zu sein. Und
da hilft es eben zu wissen, was man eigentlich, was das eigentlich ist, was es definiert, was da im Kopf losgeht. Ja, sehr schön. Da war ja schon eine Menge drinnen. Hast du noch was dabei? Ja. Okay, nächster Tipp. Dieses Gefühl, dieses Hochstaplergefühl externalisieren und damit in Dialog treten. Sich immer bewusst machen, wann gerade diese Imposterstimme im Kopf spricht und ihr dann einfach bewusst widersprechen. Sagen, okay, Monster, halt die Klappe. Ich kann das, ich mache das jetzt. Und ja, es hört sich mal ein bisschen komisch an, aber es hilft. Ist das dann, meinst du das wirklich aussprechen oder wie im Kopf sich dann zu denken oder wie meinst du das? Meistens reicht es im Kopf, aber manchmal, wenn ich so in so Gedankenspiralen komme, dann sage ich mir auch laut Stopp und dann komme ich da irgendwie aus diesem Strudel raus. Jetzt muss ich da kurz noch mit rein, weil mir das gerade so, ich mache seit ein paar Wochen so Morning Pages, also so 3 Seiten den Stream aus dem Kopf einfach runterschreiben, so in der Früh. Ja. Und da, wenn ich jetzt so überlege, was ich so geschrieben habe, da sind häufig auch solche Sachen drinnen, ne? Wo ich das einfach dann auch niederschreibe, wo ich mir denke, oh mein Gott, was hast du da schon wieder, hoffentlich kommt da keiner drauf und solche Sachen, dass solche Sachen schon auch immer wieder da mit drauf tauchen und dass dieses Loslassen dann auch und das Niederschreiben oder Aussprechen einfach auch da hilft, um das einfach mal dann auch zu sehen, okay, und dann auch wahrzunehmen, ja, so schlimm ist es gar nicht. Ne? Also, ja, genau. Einen realistischen Maßstab ansetzen. Ja. So. Das ist ja auch so eine Technik, auch bei Angststörungen, die man machen kann, was ist das Schlimmste, was passieren kann, Spiel. Also wenn man vor irgendeiner Situation Angst hat, zum Beispiel vor einer Prüfung, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, es fühlt sich jetzt gerade so an, als würde ich tot umfallen, wenn ich diese Prüfung nicht bestehe. Aber was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Okay, ich bestehe nicht, dann habe ich noch einen weiteren Versuch, diese Prüfung zu bestehen. Und das ist machbar, das ist okay, das ist kein Weltuntergang. Ja. Und meistens ist eben die Angst viel, viel größer als das, was wirklich passieren kann. Ja, das ist... Ja, die Angst ist halt da, ne? Also aber die Angst macht auch, dass der Wolf größer aussieht. Ja, das stimmt, ja. Was ja auch sinnvoll ist, ne? Also ich meine, also evolutionär ist ja schon gut, wenn man Angst hatte, ne? Weil wir stammen ja auch von denen ab, die sich beim Säbelzahntiger gedacht haben, entweder ich laufe weg oder ich verstecke mich oder so und nicht die stehen geblieben sind und gesagt haben, auch niedlich, ne? Also das sind ja nicht unsere Vorfahren, ne? Ja, ist übrigens eine super Überleitung zu meinem nächsten Tipp. Ich war aber nicht in deinem Vortrag, muss man jetzt auch spoilern, ich war nicht in deinem Vortrag, aber das ist schön, das passt natürlich. Ja, weil ich glaube auch Hochstapler-Syndrom hat im Kerne einen positiven Zweck eigentlich. Der galoppiert einem nur davon. Also das Hochstapler-Syndrom galoppiert davon. Eigentlich will es ja verhindern, dass man sich blamiert und bloßstellt, dadurch, dass man eben einen Fehler macht. Aber da sind eben 2 massive Denkfehler drin in dieser Logik. Der erste ist, dass man sich ja nicht blamieren wird, weil man ja die Sachen kann, die man da gerade... Ja. Du kannst einen Podcast führen, ich kann einen Vortrag halten. Da ist schon der erste Denkfehler. Und der zweite ist einfach, ja, und wenn man es nicht kann, dann ist das ja auch nicht total bloßstellend und erniedrigend. Dann ist das ist menschlich, dass man nicht alles perfekt kann. Und deswegen sind halt, ist glaube ich, das, was dieses Hochstapler-Syndrom an der Wurzel angreift, wenn man darüber nachdenkt, was ist eigentlich Erfolg? Was ist Kompetenz? Welche Erfolge hatte ich in meinem Leben? Ganz realistisch. Und was ist eigentlich Scheitern? Und was bedeutet Scheitern? Das ist total schön, weil das ist ja, das sind ja so Konzepte, das sind ja Nominalisierungen, ne? Also ich habe ja einen Erfolg oder sowas oder auch Scheitern, ne? Das wird so oft gesagt, aber es ist ja gar nicht klar, was das eigentlich für mich persönlich bedeutet. Ne? Ist das jetzt mein Lebensglück oder ist das mein finanzieller Erfolg oder was weiß ich, Zufriedenheit oder was auch immer. Was steckt denn da eigentlich so da drinnen? Ne? Ja, sehr spannend. Ja. Cool. Hast du noch so einen Sahnehäubchen-Tipp für uns? Sahnehäubchen-Tipp? Ja, du bist nicht allein. Du kannst das. Du schaffst das.
sei einfach mutig und stürz dich rein. Ach, das ist doch schön. Das ist doch auch ein Wahnsinnsabschluss. Sophie, ich bin so happy, dass du das jetzt gesagt hast. Nee, ehrlich gesagt, also vielen lieben Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich wiederkommen durfte. Ja, also wir werden das jetzt hier auch zur Regel machen, dass du dann einfach jedes Jahr auch bei dem Podcast hier deine Folge bekommst. Deal. Ja, genau. Ich bin gespannt, was du nächstes Jahr für ein Thema mitbringst. Ich auch. Noch habe ich es nicht. Ja. Aber ich finde was. Ach, da wird sich was finden. Ja, aber ich finde es auch wichtig, auch mal solche Themen auch mit anzusprechen. Ich meine, wir sind alle in unserem Business irgendwo unterwegs und mit uns selber viel beschäftigt. Mehr als es vielleicht notwendig ist manchmal. Und da ist einfach schön, sich mal vielleicht auch mal zu sowas Gedanken zu machen. Ja. Was wäre unser Business ohne die Menschen, die dieses Business betreiben? So ist es, du sagst es. Super. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier auf der Konferenz. Und bis bald. Ja auch. Bis bald. Danke. Ciao.